Ja, hier haben wir einen ganz zufriedenen Kunden bei der Firma Autohaus Bunk. Das Fahrzeug ist 25 Jahre alt, stimmt das? 25 Jahre, ja. Wenn Sie mal gerade so lieb sind, sich mal vorstellen, wie ist Ihr Name? Egner Hermann. Ja, und Sie sind hier gerne Kunde bei Bunk. Schon immer. Meine ganzen Fahrzeuge habe ich immer beim Bunk geholt. Noch ungefähr vor 14 Tagen habe ich 2 neue Fahrzeuge geholt, 9-Sitzer bestellt. Da warten wir jetzt drauf. 50 Jahre Autohaus Bunk. Und es gibt was zu feiern. Ihr wollt Danke sagen. 2 Personen stellvertretend für 110 Mitarbeiter roundabout. Auf der linken Seite einmal Tobias Käfer. Grüß dich. Hallo Sven, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und hier Frank Ahren. Grüß dich, Frank. Ja, auch von mir guten Morgen, Sven. Hallo. Ja, es ist nicht schön, hier davor zu stehen. Das ist das Stammhaus, aber dahinter verbirgt sich viel, viel mehr. Das heißt, über 100 Mitarbeiter. Da ist es mal Zeit, Danke zu sagen und unzählige Kunden. Ja, wir haben in den letzten 50 Jahren fast das ganze Saarland mit Autos versorgt. Also ich glaube, es war fast jeder schon mal hier. Die Marke Ford, ja, die macht es einfach, sich zu entscheiden, denn es gibt unglaublich viele Modelle. Ihr seid also nicht nur ein Hersteller, der ein Auto hat oder 2, sondern ihr habt wirklich für alle Fahrzeuge da, von der ganz großen Familie bis hin zum Kleinstauto. Die Marke Ford ist hier im Saarland sehr, sehr beliebt, unter anderem wegen dem Ford-Werk. Richtig, Saarlouis ist nicht allzu weit weg und hier arbeiten 6.500 Leute direkt im Werk, viele ums Werk rundherum und ja, jeder hat direkt hier eine Berührung zu Ford im Saarland. Ja, Frank, du bist jetzt wie lange dabei? Ich bin jetzt im 7. Jahr hier. Warum bei Ford Bunk? Ja, es ist halt die Nummer 1 für Ford an der Saar und dort wollte ich unbedingt mal tätig sein. Ja, vorne stehen wir. Ja, es ist unglaublich viel Platz, der da ist, aber ihr könntet noch mehr Platz gebrauchen, denn jetzt nach Corona ist die Nachfrage nach Ford-Modellen wirklich enorm. Richtig, man merkt, es geht wieder wirklich los und gerade jetzt mit dem neuen Kuga als Plug-in, also ein Auto mit Stecker, das ist das, was im Moment echt nachgefragt ist. Da stehen sie ja, Ford EcoSport, einmal ST-Line und einmal EcoSport ST-Line 1,0 mit Designpaket 4, Frank. Ihr verkauft wirklich Tausende von Fahrzeugen im Jahr. Ja, genau so ist es. Derzeit liegen wir bei ca. 3.500 Fahrzeugen im Jahr. Neuwagen, Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeuge. Zurückgerechnet, seit unsere beiden Geschäftsführer Christoph Barth und Stefan Vollmer 2005 den Betrieb hier übernommen haben, können wir mittlerweile zurückblicken auf fast 30.000 verkaufte Fahrzeuge. Ihr habt unglaublich viele Kunden im Bestand, die müssen auch verwaltet werden. Da ist das natürlich das ganz große Thema Marketing und Backoffice ganz wichtig. Du hast viel zu tun im Moment, denn ich sag mal, die Verbindung zum Ford-Werk sind viele Aktionen, die abgerufen werden müssen. Ihr müsst Fahrzeuge vorordern, bestellen, ihr müsst das Ganze planen. Wenn du mir mal kurz beschreibst, was deine Aufgabe ist. Also ich bin bei uns im Hause für das Thema Marketing zuständig und das, was so ja, im Hintergrund mit dem Hersteller abgewickelt werden muss. Also Kollege Frank, der macht das an der Front und ich bin dann so der im Hintergrund werkelt. Okay, das heißt, du musst auch wieder rein. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du überhaupt mal die Zeit hattest. Du selbst bist auch mit in der Geschäftsführung? Ja, mir gehört ein kleiner Teil des Autohauses und da gehe ich mich jetzt nochmal drum kümmern. Okay, super. Wenn du mir kurz verrätst, wie alt du bist? Ich bin, auch wenn ich es ungern zugebe, ich bin jetzt 40 geworden. 40? So jung noch. Gut, er kann das aber. Danke. Okay. Tschüss. Ciao. So, Frank, da ist er weg auf einmal. Ja, das heißt, das Thema Vertrieb, du bist hier in der Vertriebsleitung. Ihr habt unglaublich viele Verkäufer. Ungefähr wie viele? Wir haben 14 Verkäufer, aufgeteilt in Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeuge und halt Neuwagen. Und das ist der ganze Stolz des Saarlandes. Das heißt, der Ford Focus wird gebaut und wird in die ganze Welt nämlich exportiert aus Saarlouis. Ja, da können die Saarländer stolz drauf sein, oder Frank? Ja, das sind wir. Mächtig stolz. Und wie gesagt, so ein tolles Produkt. Wir stehen jetzt hier vor dem aktuellen Ford Focus Active, der ein wenig höher ist wie der normale Focus. Aber wie gesagt, was hier die Mitarbeiter im Ford-Werk leisten, das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, Ford hatte nie Qualitätsprobleme große, muss man sagen. Also wo andere Hersteller wirklich Schwierigkeiten hatten im Laufe der Zeit, kann man sagen, dass die Ford-Fahrzeuge wirklich technisch unglaublich ausgereift sind. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Ford hat hier von der Technologie unwahrscheinlich aufgesattelt. Und wie gesagt, wir haben nicht mehr oder weniger Probleme wie andere Hersteller auch. Und wie gesagt, mit den Problemchen, die wir haben, können wir eigentlich gut leben. Eigentlich wollten wir ja reingehen, Frank, ja. Aber dann bin ich an diesem Sportflitzer einfach mal vorbeigegangen und habe festgestellt, der ist unglaublich schön. Ja, Mustang, Mythos, unser Pony. Ne? Auch hier nochmal die Aufforderung, wer gerne mal einen Pony reiten möchte, kann gerne zu uns kommen.
Ja, ihr habt den seit entsprechend geraumer Zeit. Ich glaube, der wird wirklich in Amerika gebaut, der hier, oder? Genau, kommt aus Amerika. Die ganze Zeit war es so, dass wir auf diese Modelle nicht zugreifen konnten. Aber seit 2015 hat der Mustang in Europa Einzug gehalten. Und seit 2015 können wir den wirklich erfolgreich hier bei unserem Standort vermarkten. Ja, hier ist der Eingang. Das heißt, hier geht der Kunde normalerweise rein. Das heißt, er hat Öffnungszeiten, die sind recht zivil, muss man sagen. Ihr habt selbst montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wenn ich jetzt früher das Auto anliefern möchte, zum Beispiel für einen Service, wie funktioniert das? Ja, wir haben hier einen Briefkasten bei uns installiert, wo der Kunde im Prinzip seinen Schlüssel und die Informationen dazu einwerfen kann und die Serviceberater nehmen das morgens aus dem Briefkasten und eröffnen dann den Auftrag. Wir haben ein Video-Check-System, das heißt auch, wenn der Kunde nicht dabei ist bei der Fahrzeugannahme, kriegt der Kunde ein Video von uns per Chat zugesendet und sieht genau, was wir an dem Fahrzeug reparieren. Ja, das ist nämlich ziemlich wichtig. Das hier ist die Sofortannahme, die Direktannahme steht drauf hier vorne. Das heißt, der Kunde kann auch, wenn er möchte, auch mal mitgucken unterm Auto. Geht das? Ja, auf jeden Fall. Da bestehen wir sogar drauf. Wie gesagt, immer unter den Sicherheitsauflagen, die wir erfüllen müssen. Aber das ist gerade, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass der Kunde auch immer sieht, für was er letztendlich nachher auch seine Rechnung bezahlt. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, mir das nochmal erklärst mit diesem Videocheck. Das bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug abgegeben. Ihr habt vorher alles abgeklärt. Dann fällt dem Meister auf, da ist zum Beispiel die Bremsscheibe total runter oder irgendwas ist kaputt. Dann sagt der Kunde, ja, ist jetzt hier der Ford-Händler, der will nur Geld verdienen. Die Bremsscheiben kaufe ich mir denn und so weiter. Nee, dann zeigt er dem das. Das heißt, der kann ihm das live zeigen. Genau, wir drehen im Prinzip ein kleines Video. Genaue Infos kannst du gerne nachher auch von unserem Serviceleiter Horst Krämer bekommen, wie es genau abläuft. Aber wie gesagt, wir erreichen damit gerade bei unserem Kunden eine Loyalität und dass er vor allen Dingen weiß, was wir letztendlich nachher ihm auch auf die Rechnung schreiben. Ja, im Saarland kennt jeder jeden. Ganz wichtig ist Ehrlichkeit. Also ich denke, das ist das A und O. Das heißt also, das, was vorher vereinbart worden ist, wird auch eingehalten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Du kannst auch über so einen langen Zeitraum die Kundenloyalität nur so hochhalten, wenn das oberste Gebot dabei ist. 50 Jahre Autohaus Bunk, ja, ist mitten in die Corona-Zeit gefallen, ja. Das heißt, man kann sich natürlich ein schöneres Jubiläum überlegen für die ganze Geschichte, aber das ist so praktisch stellvertretend für das, was passiert ist. Maske auf, die Kunden haben alle schön mitgemacht? Ja, auf jeden Fall. Also unsere Kunden haben das alles befolgt, unsere Mitarbeiter befolgen das. Und es ist schade, die Sympathie geht irgendwo ein Stück weit verloren, wenn man das ganze Gesicht nicht mehr so auf dem Schirm hat. Aber es ist ja für alle das Gleiche, wir sitzen alle in einem Boot und Priorität liegt, wir müssen alle gesund bleiben. Ja, es ist hochinteressant, wir drehen ganz früh morgens, Frank, ja, damit möglichst wenig Kunden drauf sind, ja. Denn die wollen ja vielleicht gar nicht gefilmt werden. Deswegen zeigen wir es mal. Von innen wirkt der Raum viel größer, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt als reine Verkaufsfläche 1200 Quadratmeter. Und wie gesagt, wenn du gleich deinen Rundumschwenk machst, haben die Kunden ja auch dann mal eine konkrete Vorstellung, wie es bei uns innen aussieht. Ja, interessant ist auch, wenn man hier sonntags hinkommt, da ist ja keine Beratung, kein Verkauf. Die Leute können nur mal gucken. Man kommt sich so ein bisschen vor wie im Saarpark Center, ja, am Samstag. Ja, das ist so. Aber wie gesagt, unser Schausonntag kommt sehr, sehr gut an. Wir haben immer im Schnitt zwischen 50 und 80 Besucher. Die Kunden haben dann Zeit. Und es ist doch schön, wenn sie dann unsere Autos besichtigen können und haben auch kein Problem, dass sie in irgendeiner Form dann angesprochen werden, was die meisten auch dann nicht möchten. Ja, das Thema Werksrabatt. Ihr habt unglaublich viele Werksangehörige, die bei euch kaufen. Mittlerweile ist das ein bisschen gelockert worden. Das heißt auch Angehörige 2., 3. Grades. Wie ist da das entsprechende Verhältnis? Ab wann kriege ich den Werksrabatt? Ja, also zunächst mal ist es so, dass ein Werksmitarbeiter hat einen Werksausweis. Es gibt dann einen sogenannten Bezugsberechtigtenkreis, das heißt alle die im direkten Umfeld von der Familie liegen. Und dann wurde das Ganze noch aufgeweicht, dass mindestens 2 Fahrzeuge von einem BA auch an einen Freund vermarktet werden können, wobei da die Grundbedingung immer ist, dass derjenige, für den das Auto ist, ein Fremdfabrikat nachweisen kann, was mindestens 12 Monate auf euch zugelassen ist. Okay, das heißt, ich habe irgendein anderes Auto, was ich schon ein Jahr habe, der das nachweisen kann anhand zum Beispiel der Zulassung, dann darf ich das an einen Freund vermarkten. Das muss aber nicht ein Freund sein, den ich jetzt unbedingt angeheiratet habe, oder? Nein, wie gesagt, den Freund kann er sich selbst aussuchen. Ja, ich stehe mal gerade Ford Focus 1,5 Liter EcoBoost. Ja, das Thema EcoBoost unglaublich interessant, denn das Fahrzeug hier ist ausgewiesen mit einem Gesamtverbrauch von 4,9 Liter. Das ist aber kein Diesel, oder? Oder ist es hier ein Diesel? Nein, ist ein Benziner. Das ist ja unglaublich. Ich meine, du machst den Job jetzt schon wie lange? Fahrzeuge vermarkten, schon ewig. Ein Benziner mit 5 Liter Durchschnittsverbrauch.
undenkbar noch vor 10 Jahren. Ja, ist so, aber die Technologie ist weitergegangen, die Öle sind besser geworden, das Material ist besser geworden und deshalb ist halt in der Kombination so ein Spritverbrauch auch möglich. Ja, hier steht ja ein ganz, ganz wichtiges Fahrzeug. Wenn ich mir den so anschaue, da denke ich immer so an eine Sportwagenmanufaktur aus dem Süden Deutschlands. Unglaublich bullig. Das fing ja irgendwann mal an mit dieser ganz großen Öffnung, die so daherkam, so hier bin ich. Ja. Aber das hat sich unglaublich bewährt. Ja, wie gesagt, man wollte Ford ein neues Markengesicht geben. Jetzt stehen wir hier vor dem neuen Kuga, den es ja auch mittlerweile als Plug-in-Hybrid gibt, wo wir auch ganz stolz drauf sind. Und ich denke, der Wiedererkennungswert bei diesem Fahrzeug ist echt enorm. Ja, sieht man das. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung, die jetzt hier ausgezeichnet ist. Da kann man, wie wir eben gehört haben, wenn Sie jemanden kennen, zufällig, der einen kennt, der dann bei Ford arbeitet und Sie sind ein Freund, das ist so, dass das erstaunlich viele machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Im Saarland ist es halt so, wie du schon richtig sagst, es kennt jemand, der einen kennt. Und von der Warte aus ist es uns auch möglich, mittlerweile an über 800 Werksmitarbeiter oder Bezugsberechtigte bzw. Bring-a-Friends Fahrzeuge zu vermarkten. Ja, 5,7 Liter für ein solches Fahrzeug, 50 Jahre Ford. Vor 50 Jahren, da war das Thema Spritverbrauch gar nicht so wichtig. Da waren die Ölpreise vielleicht nicht so stark. Es waren weit weniger Fahrzeuge auf der Straße, oder? Ja, das ist so. Die Verkehrsdichte war eine ganz andere. Und wie gesagt, der Sprit war ja auch damals noch wesentlich günstiger wie heute. Ich kann mich noch daran erinnern, irgendwas im zweistelligen Cent-Bereich, Pfennig-Bereich war es ja damals. Ja, genau so ist es. Wir redeten noch von Pfennig, heute reden wir von Cent. Ja, die Marke Ford hat eine unglaublich starke Anziehungskraft für junge Menschen, für ältere Menschen. Es ist keine typische Marke, die jetzt irgendeinem Kundenstamm zugeordnet werden kann. Also es gibt so typische Marken, ich will jetzt keinen Namen nennen, die sind eher so für ältere Leute, die haben sich da etabliert. Aber ich sag mal, ein Junger mit so einem sportlichen Fiesta, das ist ein Auto, das wollen die Leute. Ja, das ist so. Das ist ja das Tolle an diesem Produkt Ford. Wir können von klein bis groß alles führen in unserer Fahrzeugrange. ST, ob das Fiesta ist oder der Focus ST oder halt auch jetzt unser Ford Mustang, das ist was junge Leute anspricht. Oder auch mal jemand Älteren, der sich einfach einen Wunsch erfüllen möchte. Ja, vorne steht er. Ja, auch hier eine Farbe, die war am Anfang gewagt. Also ich weiß noch, es kam mal so ein ähnlicher Ton von Audi irgendwann mal raus. Ja, dann wollte ihn jeder haben. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus. Die Farbe kommt gut an. Ja, wie gesagt, es ist eine neue Farbe. Der eine oder andere hat gesagt, sieht aus wie eine Grundierung, aber die Farbe ist mittlerweile in. Das ist Trend, oder? Das sieht man auch am Wiederverkaufswert. Ja, hier stehen wir vor dem neuen Puma. Das ist auch ein Fahrzeug, wenn man den alten gekannt hat, hat man sich natürlich gefragt, ja, der alte und der neue Puma haben nichts mehr miteinander zu tun. Nein, überhaupt nichts. Der erste Puma war ja mehr ein Coupé und beim Puma hier ist es im Prinzip ein Pendant zu unserem EcoSport, auch ein Fahrzeug, was schon in den SUV-Bereich reingehört, höherer Einstieg und wie gesagt auch von der Form her einfach ansprechend und vor allen Dingen auffallend. Korrekt, ja. Das heißt, der höhere Einstieg, das erlaubt den Leuten entsprechend bequem einzusteigen. Aber ich habe auch eine Übersicht über die Straße. Das heißt, ich bin so ein klein wenig über allem. Ja, genau so ist es. Das ist ja im Prinzip der Vorteil des SUVs. Dieser bessere Überblick, wenn man im Fahrzeug drin sitzt. Und wie gesagt, der Vorteil des höheren Einstieges. 5 Türen haben wir hier. Die Fahrzeuglänge ist auch entsprechend passabel. Es gibt viele Menschen, die wollen nicht das ganz große Auto haben. Ist das hier so, kann man sagen, das könnte ein absoluter Renner werden, der Puma? Ja, also mittlerweile ist es ein Renner. Und das Fahrzeug kommt von seiner Form her unwahrscheinlich gut an. Und wie gesagt, es ist nicht zu klein und vor allen Dingen nicht zu groß. Die Formensprache beim Puma ganz ungewohnt. Also hier vorne sieht man die LEDs. Das könnte auch wieder das könnte auch ein Ferrari sein, so ein kleiner, oder? Ja, wir reden aber von einem Ford, Sven. Dankeschön, dass du mich nochmal auf den Boden der Tatsachen gebracht hast. Da steht da. ST-Line, das heißt was, Frank? ST-Line ist unsere sportliche Version. Das heißt, man sieht das so an einzelnen Applikationen. Die Sitze sind anders abgestimmt mit roten Ziernähten. Dann ein Lederschaltknauf mit Chrom-Applikationen. Du siehst das allein schon an den Felgen, die sind ein bisschen breiter modifiziert. Von der Warte aus ist das nach unserem Titanium-Modell, was immer eigentlich so die höchste Range bei Ford war, ist das im Prinzip unsere sportliche Variante. Ja, vorne sitzen auch die Menschen, die das Ganze abwickeln. Da gehen wir im nächsten Video mal etwas näher drauf ein.
Und das ganz große Thema Abwicklung ist natürlich heutzutage, ein Fahrzeug zu verkaufen auf dem Papier, das geht schon gar nicht mehr. Das heißt, die müssen am Rechner erfasst werden. Ganz viele Menschen gehen hin, leasen, finanzieren das, haben vielleicht noch ein Gebrauchtfahrzeug. Ja, so ist es. Wie gesagt, wir arbeiten derzeit mit 8 verschiedenen Banken zusammen, um immer unseren Kunden das beste Angebot auch zu unterbreiten, weil wir haben oftmals halt immer nur eine Chance, auch ein Angebot abzugeben, und das wollten wir auch unbedingt immer in einen Kaufvertrag umwandeln. Ja, 50 Jahre Bunk. Du selbst hattest ja die Wahl. Ich sag mal, du könntest ja auch arbeiten, wo du wolltest. Als Topverkäufer, sage ich mal, warst du vorher auch beim anderen Unternehmen tätig. Aber Bunk hat es ja absolut angetan, oder? Ja, das ist so. Ich wollte, wie gesagt, irgendwann, bevor die 5 vor meinem Geburtsjahr gestanden hat, wollte ich noch einmal wechseln, habe eine neue Herausforderung gesucht, und aufgrund einer langen Bekanntschaft zu unserem Geschäftsführer Christoph Barth habe ich dann diesen Schritt gewagt und bis jetzt auch nicht bereut. Das stimmt. Ja, so viele Fahrzeuge zu verkaufen, 3.500, da müssen auch Preise gemacht werden. Das heißt, es kommt mal ein Kunde und sagt, ich habe das und das Auto, will ich zurückgeben. Wie ist der zu bewerten? Du hast viel zu tun. Ja, gut, nichtsdestotrotz, wir haben ja Programme zur Verfügung, ob das jetzt das Schwacke-Programm ist, wo ein Fahrzeug kalkuliert wird. Das ist mittlerweile für uns Tagesgeschäft und gehört zu unseren Herausforderungen tagtäglich, dem Kunden eigentlich den besten Preis zu unterbreiten und trotzdem am Schluss auch noch für uns Geld zu verdienen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so ein Fahrzeug habt, die Logistik für die Probefahrten, ja, wie funktioniert das, wenn ich das Auto mal fahren möchte? Ist das sinnvoll? Ich komme erstmal, gucke mir das Ganze an und mache dann einen Probefahrtermin aus, oder wie läuft das? Nein, also es funktioniert. Der Kunde kann per E-Mail uns anfragen, er kann uns anrufen. Die Verkaufsberater haben Systeme zur Verfügung, wo die Probefahrt dann eingetragen und geplant wird. Der Kunde unterschreibt einen Überlassungsvertrag, hat 1.000 € Selbstbeteiligung, die er tragen muss beim Unfallschaden. Von der Warte aus läuft das völlig unkompliziert. Aufpassen. Das heißt, es gibt auch ganz wenig Reklamationen. 1.000 € mittlerweile Usus. Habe schon 1.500 gesehen. Muss ich dazu sagen, bei sportlicheren Autos ist das gang und gäbe. Habe mich selber das letzte Mal gewundert, aber man passt da ein bisschen mehr auf. Ja, das ist einfach so. Das Bewusstsein ist ein anderes, wenn man mit dem Fahrzeug fährt. Das ist der Verkauf. Ich sag mal bei euch, ihr habt unglaublich viele Verkäufer, 110 Mitarbeiter. Das heißt, du kennst wahrscheinlich jeden. Nein, das ist mir leider bis jetzt noch nicht gelungen. Da muss man ehrlich bleiben. Es kommen ja auch immer noch mal neue dazu. Aber das Schöne ist, unsere Stammmannschaft, das sind alles wirklich langjährige Mitarbeiter, wo, glaube ich, auch für uns der Erfolg darin liegt, auf diese Mitarbeiter zurückgreifen zu können. Zumal die meisten, also fast 25%, haben hier schon ihre Ausbildung im Betrieb begonnen. Minus 22%. Wie ist das möglich? Ja, das ist eine Tageszulassung, die wir gemacht haben. Das heißt, wir greifen auf ein Absatzförderprogramm vom Hersteller zurück und geben im Prinzip den Nachlass an unseren Kunden direkt weiter. Aber du siehst ja, es hat in diesem Fall funktioniert. Das Fahrzeug ist schon verkauft. Ja. Ich darf es nochmal erwähnen, 4,2 Liter Gesamtverbrauch. Gut, da kann man vielleicht bei sportlicherer Fahrweise nochmal einen Liter draufrechnen, aber das sind doch Benzinwerte. Als das kam mit dem Diesel, dass der nicht mehr so in war, da haben alle natürlich die Nase gerümpft. Auf einmal kamen Motoren, die haben auf einmal, ich sag mal, Spritverbräuche wie ein Diesel früher, sogar noch weniger. Du meinst auch, dass das ganze Thema Umwelt und Co., dass die Leute wirklich unglaublich darauf achten, was da jetzt im Moment an Spritverbräuchen da ist, wie sind die CO2-Werte, die Leute sind sensibilisiert? Ja, auf jeden Fall. Ich sag, es war ja auch irgendwann mal so, dass der Diesel, sag ich mal, gefördert wurde und die Leute wurden aufgefordert, einen Diesel zu kaufen, und dann kam irgendwann die Kehrtwende und letztendlich müssten der Wertverlust der Kunde halt selbst tragen. Ne? Und ich sag mal heute, die Spritverbräuche beim Benziner, die nähern sich so langsam halt einem Diesel an. Das ganz große Thema Elektromobilität. Es gab entsprechende Motoren, die hatten schon Unterstützung mit Elektromotoren. Jetzt habt ihr einen richtigen Plug-in-Hybrid. Da haben Leute drauf gewartet, oder? Ja, also im Moment Plug-in hätte ich so nicht erwartet, aber wir haben im Moment wirklich einen richtigen Run auf dieses Fahrzeug. Die Leute sind begeistert von der Fahrweise und wie gesagt, Probefahrt ist das A und O bei dem Fahrzeug, für das Auto überhaupt mal kennenzulernen, die Vorteile halt auszuprobieren, wie ist die Fahrweise mit dem Elektromotor, mit dem Benzinmotor. Und wie gesagt, wir haben jetzt noch zu unserem 50 Jahre Bunk dieses Jahr, wo unsere Feier leider am 15. 16. Mai ausgefallen ist durch die Corona-Pandemie, haben wir jetzt ein Sondermodell aufgelegt mit vielen Vorteilen und wo wir jetzt auch aktuell in der Werbung sind, und das schlägt ein im Moment wie eine Bombe. Ja, ich verweise auf einen extra Film, den wir noch drehen werden in Saarbrücken, da steht er nämlich, da habt ihr einen Vorführwagen da, denn der Vorteil ist, wenn ich den als Geschäftswagen kaufe,
kaufe zum Beispiel, nicht nur, dass ich elektrisch tanken kann, dabei, ich habe auch weniger zu versteuern. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, der Riesenvorteil, allerdings nur bei dem Plug-in-Hybrid, weil die elektrische Fahrleistung muss mindestens 40 Kilometer betragen und der Mitarbeiter hat dann, wenn er einen Dienstwagen hat, nur die 0,5% Versteuerung zu tragen. Ja, wir gehen mal kurz in die Werkstatt, schauen uns da ein bisschen um und werden da mal mit jemandem sprechen aus der Serviceleitung. 31. Juni 2020, ja, wir sind bei Bunk und nichts geht ohne Service. Horst Kremer ist hier, er ist Serviceleiter. Können Sie sich mal kurz vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Horst Kremer, bin 53 Jahre alt, seit 16 Jahren jetzt hier im Haus. 16 Jahre? 16 Jahre, seit der Gründung in der Konstellation, wie das Haus jetzt hier steht. Habe ein super geiles Team im Rücken und bin verantwortlich für den kompletten After Sales und freue mich, unseren Laden heute ein bisschen näher vorstellen zu dürfen. Das hier ist wahrscheinlich das erste Video, was du gemacht hast, oder? Ja. Es ist nicht so schlimm, es ist stellvertretend für ganz, ganz viele. Ihr habt unglaublich viele Leute im Service, oder? Ja, wir vertreten eigentlich die Philosophie, dass wir unserem Kunde schon das Gefühl geben wollen, dass wir uns Zeit nehmen, dass ein Anliegen uns wichtig ist und das schaffe ich eigentlich nur mit genügend Manpower. Deswegen sind wir so proportional gut aufgestellt. Ja, interessant ist, wo die Leute alle herkommen. Normalerweise hat man ja oft die Fahrzeuge so aus der näheren Umgebung. Jetzt seid ihr ja extrem verkehrsgünstig gelegen. Also ihr seid quasi eine Autobahnauffahrt, die auch noch ganz viele Städte verbindet. Das heißt, man ist ganz schnell bei euch. Richtig. Ist das nicht interessant, wo die Kunden alle herkommen? Ja, natürlich ist es für uns interessant und was uns auch auf der einen Seite stolz macht, ist, dass auch Kunden von ganz weit herkommen. Wo wir auch wissen, dass eigentlich Konkurrenzhäuser der gleichen Marke im näheren Umfeld vorhanden sind. Und trotzdem kommen die Kunden zu uns und gerne zu uns, weil sie halt eben wissen, dass wir uns ganz viel Mühe geben und auch für die Kunden da sein wollen. Ja, das ganz große Thema Elektromobilität, das heißt, da darf nicht jeder rumschrauben an den Autos, oder? Nee, leider nicht. Oder besser gesagt, Gott sei Dank nicht. Elektromobilität ist ein Riesenthema, gerade momentan. Ford ist sich diesbezüglich ganz neu am Aufstellen und wie ich finde auch richtig gut am Aufstellen. Und hier ist Ausbildung und Weiterbildung der Mechaniker und der Servicemeister vorne im Servicebereich ganz, ganz, ganz wichtig, elementar wichtig, weil das schon eine gefährliche Situation sich ergeben kann, wenn an den Fahrzeugen geschraubt wird und deswegen muss auch genügend Sachkunde vorhanden sein, die bei uns selbstverständlich gegeben ist. Ja, üblicherweise landen die Kunden natürlich hier. Hier steht es ganz groß, die Information und Freundlichkeit ist das erste Gebot. Hallo, aber auch Geschwindigkeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Menschen möchten schnell bedient werden. Deswegen habt ihr ganz viele Service-Annahmeplätze. Genau, wir haben reichlich Serviceberater bei uns im Haus, nämlich 9. 9 Serviceberater gönnen wir uns für unsere Kunden. Auch einen speziellen Serviceberater, der sich nur um das Thema Karosserie und Unfallinstandsetzung kümmert. Und ja, damit wollen wir halt eben ganz einfach, was ich eben schon erklärt habe, genügend Manpower vorhalten, um zügig unsere Kunden abzuarbeiten und auch termingerecht für die Kunden da zu sein. Das heißt, wenn mal irgendwas passiert, ein Unfall und Co., ihr könnt alles reparieren. Das heißt, ihr lackiert auch, ihr macht das fertig, fix und fertig. Also wir sind Ford-zertifizierter Karosserie-Spezialbetrieb. Das bedeutet, dass wir mit allen momentan aktuellen Reparaturmethoden des Herstellers bestens vertraut sind. Unser Personal ist geschult mit speziellen Schweißtechniken, mit allen Instandsetzungstechniken. Gerade was das Thema hochfeste Stähle angeht, gibt es heute im Karosseriebereich ganz viele Dinge, die es zu beachten gilt. Hier sind sie bei uns definitiv in allerbesten Händen. Was wir nicht machen, ist selbst lackieren, aber da haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir schon viele Jahre sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Ja, Serviceannahme, das heißt, ich gebe es hier ab. Jetzt gibt es ja Fälle, Inspektionen, das kennt man, da ist alles relativ klar, da werden aber noch Fragen gestellt. Zum Beispiel, ist Ihnen irgendwas aufgefallen oder so? Ja, versuche mir schon bei der Terminplanung mit abzuwickeln. Und zwar ist es natürlich wichtig, wenn der Kunde noch Beanstandungen sein Fahrzeug betreffend hat, dass wir das bei der Terminvergabe schon mit berücksichtigen, weil dann können wir uns auch gegebenenfalls schon vorbereiten. Wenn offene Serviceaktionen abzuarbeiten sind, die werden mit erfasst bei der Terminvergabe und gegebenenfalls Teile geordert, falls die benötigt werden. Und wenn es spezielle Dinge gibt, die im Service noch abgewickelt werden müssen, sei es mal Geräusch, Wassereintritt, dann müssen wir gegebenenfalls auch mit anderen Abteilungen gemeinsam den Werkstattbesuch planen, sodass alles reibungslos für den Kunden abgewickelt werden kann. Wie ist denn so die Zuverlässigkeit von den Ford-Fahrzeugen? Wie hat sich das entwickelt? Das heißt, also ich sag mal, die waren schon immer sehr zuverlässig, aber die gehen ja kaum noch kaputt. Ist das nicht ein bisschen ärgerlich für euch?
Ja, das ist definitiv ein Punkt, über den man sprechen kann. Die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge ist heute viel, viel besser, als sie jemals war. Das sieht man auch an den Wartungsintervallen, die von allen Herstellern, nicht nur von Ford, immer weiter ausgedehnt werden. Das löst natürlich in den Werkstätten aus, dass wir die Fahrzeuge seltener hier im Haus haben. Aber das ist für den Kunden mit Sicherheit ein positiver Aspekt. Für die Werkstätten, okay, kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein. Mir ist wichtig, ein zufriedener Kunde, der ist mir wichtiger, als jetzt, keine Ahnung, das Auto 2 oder 3 Mal Jahre hier im Haus zu haben. Deswegen, ja, für mich ist Zuverlässigkeit eigentlich das Beste, was passieren kann. Direktannahme, ja, das bedeutet, ich kann mit dem Kunden zusammen durchgehen, ich kann auch mal unter das Auto gucken, richtig? Richtig. Das, was hier in dem Bereich passiert, ist die sogenannte Dialogannahme. Hier haben wir die Chance, mit dem Kunden gemeinsam die Fahrzeugannahme zu gestalten. Natürlich nur, wenn es vom Kunde gewünscht ist. Wir heben das Auto auf der Hebebühne hoch, können dem Kunden am Fahrzeug zeigen, welche gegebenenfalls Mängel oder Reparaturen vonnöten sind, können auch direkt mit ihm Fertigstellungstermin, Preis, Ähnliches besprechen. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, hier kann man transparent sein. Hat ein ganz anderer Geschmack, wenn ich dem Kunden zeigen kann, guck mal, dein Reifen ist abgefahren, da brauchen wir 2 neue Reifen, als wenn das Auto in der Werkstatt ist und ich rufe an. Deswegen können wir mit dem Videocheck auch super darstellen. Es gibt viele Kunden, die morgens, wenn sie das Fahrzeug bringen, die Zeit einfach nicht haben. Ich zeig mal gerade was. Ihr habt hier vorne einen Briefkasten. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die werfen hier einfach nur einen Schlüssel ein, haben fertig schon einen Serviceauftrag gemacht. Die seht ihr ja im Zweifel gar nicht bei der Annahme. Nee, die Fahrzeuge sehen wir dann mit dem Kunden gemeinsam, bei der Annahme gar nicht. Aber da haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, die Direktannahme genauso zu gestalten, wie wir das bei der Dialogannahme mit dem Kunden gemeinsam auch machen. Und dann kommt unser Instrument Videocheck ins Spiel, wo wir dem Kunden dann anhand von bewegten Bildern genau dokumentieren können, wie der Zustand seines Fahrzeuges ist, gegebenenfalls auf Mängel hinweisen können. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, in dem Videocheck mit einem Kostenvoranschlag dem Kunden schon gegebenenfalls ein Angebot zu unterbreiten, falls Reparaturen vonnöten sind. Viel schöner ist das Instrument einzusetzen, wenn ich mit dem Videocheck unterm Auto herlaufen kann und dem Kunden zeigen kann, Mensch, es ist alles in Ordnung, Ihr Fahrzeug ist in allerbestem Zustand, mir mache jetzt die Wartung und das Auto ist wie verabredet, heute Nachmittag um 17 Uhr für Sie abholbereit, auf Parkplatz so und so zu finden. Es soll ja Kunden geben, die unterstellen den Händlern, ja, die Bremsen sind ja noch gut und er will die dann neu machen unbedingt. Ja. Es ist manchmal ganz wichtig, dass die Fahrzeuge sicher sein müssen. Und wenn ihr zum Beispiel Bremsscheiben habt, die sind zwar noch dick, aber die haben andere Mängel, die müssen ausgetauscht werden. Das ist so. Ja, Bremsen oder generell Dinge, die die Fahrzeugsicherheit betreffen, da spart man an der falschen Stelle. Natürlich will man dem Kunden nichts verkaufen, was nicht nötig ist, um bei dem Thema Bremsscheiben zu bleiben. Die können von der Bremsscheibendicke noch in Ordnung sein. Dann gibt es Riefenbildung oder andere Beanstandungen, die ernst genommen werden müssen. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, im Rahmen des Direktannahmeprozesses Bremsscheibendicken zu messen, mit dem Sollwert des Herstellers zu vergleichen, so dass wir grundsätzlich natürlich Reparaturen dem Kunden anbieten, die nötig sind, aber wir wollen nichts verkaufen, was nicht nötig ist. Hier ist Ehrlichkeit und Transparenz oberstes Gebot und das schafft dann auch letztendlich das Vertrauen, was unsere Kunden uns tagtäglich entgegenbringen. TÜV und DEKRA ist hier? Nur DEKRA. Wir arbeiten also ausschließlich mit der Firma DEKRA zusammen. Da haben wir auch gute Erfahrungen gemacht und wir haben jeden Tag DEKRA im Haus, so könnt ihr das mal jeden Tag für unsere Kunden das Thema TÜV und Abgasuntersuchung abbilden können. Ja, das Teilelager, er sagt, wir haben einen ganz kleinen Teillagerbestand, der ist aber trotzdem riesig. Ihr habt was Neues entwickelt, das heißt, ihr habt 4 Lieferanten, die euch, zwei Lieferanten, die euch 4-mal am Tag beliefern. Genau, wir haben 2 Teilelieferanten, die uns 4-mal am Tag mit Ersatzteilen beliefern. Das schafft uns eine Menge Platz. Wir brauchen also, was das Vorhalten von Teilen angeht, keine große Lagerkapazität. Wir haben die Schnelldreher, also alles, was für Inspektionen und normale Wartungsarbeiten benötigt wird, in Hülle und Fülle da. Alles andere wird von uns so bestellt, also ich darf wirklich sagen, das, was wir heute bestellen, bekommen wir auch zu 99% heute noch. Das macht uns natürlich die Arbeit insofern leichter, dass wir hier keine großen Flächen und Kapital binden müssen, für Ersatzteile vorzuhalten oder zu lagern. Ein ganz großes Thema war natürlich jetzt die Pandemie zu Zeiten von Corona. Da war der Werkstattbetrieb natürlich ein bisschen eingeschränkt, oder ging's?
Ja, wir haben natürlich da Einbußen gehabt. Das lag in ersten Mal daran, dass der Kunde natürlich vorsichtig agiert hat und Besuche, die vermeidbar waren. Für mich immer klassisch, das Quietschgeräusch am Fahrersitz. Das ist jetzt nicht so wichtig gewesen. Das hat vielleicht in der ganz speziellen Corona-Zeit weniger Bedeutung gehabt, als es jetzt wieder hat. Dann war unser Betrieb ja auch in Kurzarbeit. Das heißt, wir hatten das Personal in der Werkstatt auch auf ein Minimum runtergefahren. Gott sei Dank bei uns aber eine sehr überschaubare Zeit, also nur 4 Wochen. Und dann ging es auch sofort nochmal los. Das war gerade die Zeit, in der es im Saarland verboten war, den Verkauf im Autohaus zu öffnen. Und da gibt es bei uns eine sehr, sehr starke Synergie zwischen den beiden Abteilungen. Wenn der Verkauf brummt, brummt auch die Werkstatt. Und wenn es im Verkauf Ebbe ist, so wie es in der Corona-Zeit war, dann merkt man das auch ganz deutlich bei uns im Werkstattgeschäft. Und ich bin aber auf der einen Seite auch sehr froh, dass das so ist, weil das macht uns auch zu dem, was wir sind, und das macht uns auch stark. Jetzt haben wir Anfang Juli demnächst, ja. Das heißt, die Leute kaufen auf einmal mitten im Sommer ganz viele Autos. Früher war es ja so, Frühjahr und Herbst waren so die wichtigsten Zeiten, Winterräderwechsel und Co. Mittlerweile kann man das gar nicht mehr so genau sagen, oder? Nee, momentan kann man es eigentlich gar nicht so genau sagen. Dieses Jahr ist ein ganz, ganz besonderes Jahr. Ich gehe auch davon aus, dass ganz viele Kunden speziell auf diese 3% Mehrwertsteuersenkung gewartet haben. Das heißt, der Kunde, der sich vielleicht im Mai oder im Juni hätte ein Auto kaufen wollen, der kauft es erst im Juli. Wir geben diese Mehrwertsteuersenkung natürlich auch Ends zu Ends in allen Bereichen im Haus an unsere Kunden weiter. Und also Corona hin, Corona her, das ist ein riesiges Thema, auch immer noch bei uns. Aber ich kann sagen, ich bin sicher, dass wir da mit dem blauen Auge davon kommen. So ist es ja. Vorne steht's Ford, steht überall drauf. Ihr habt nur Originalersatzteile, gell? Genau, dazu sind wir laut Händlervertrag verpflichtet. Ist auch mir persönlich und auch unserem Teileleiter hier, dem Herrn Nisius, ganz, ganz wichtig, auch unserem Chef, dem Herrn Vollmer. Bei uns im Haus werden ausschließlich Ford Originalersatzteile verbaut und da sind wir auch ganz rigoros, da gibt es ja nichts anderes. Das große Thema Optik, wenn ein Kunde ein Fahrzeug bekommt, dann soll das ja aussehen wie neu. Gut, das sind neue Wagen, da ist jetzt einiges zu machen. Wenn die so kommen, da ist so ein Aufkleber an der Seite drauf, die sind wirklich jetzt krachneu, nehme ich an, oder? Das sind krachneue Fahrzeuge, die verkauft sind und jetzt für die Auslieferung an den Kunden hergerichtet und aufbereitet werden. Natürlich ist es unser Ansinnen, dass so Auto Picobello an den Kunden rausgeht, und dafür haben wir extra Abteilung. Die Jungs geben sich hier ganz viel Mühe und sind auch Profis auf ihrem Gebiet. Ich glaube das auch. Also was da geht, das sieht man immer, wenn man mal so ein Fahrzeug mal bei euch abgegeben hat und ihr wollt dem Kunden mal was Gutes tun und macht da mal eine Aufbereitung drauf, dann sieht der anschließend aus wie neu. Die haben da Tricks drauf, das ist unglaublich, oder? Genau, das ist eine eigene Wissenschaft, ein eigenes Geschäft, und ein richtig guter Fahrzeugaufbereiter, der hat schon echt was drauf. Und ich denke, das kann ich von unseren Jungs behaupten, die haben was drauf. So, hier vorne sieht man es, da ist jetzt ein Puma, der kommt neu an. Wenn da jetzt lauter neue Modelle kommen, das heißt, die Werkstatt muss sich ja permanent auf neue Fahrzeuge einstellen, oder ist das so, dass das auch so eine Art Baukastensystem ist bei Ford, bei dem viele Bauteile gleich sind? Ja, es gibt eine Art Baukastensysteme. Die Fahrzeuge sind auf den Plattformen oder auf bestimmten Plattformen aufgebaut. Das heißt, viele Baugruppen sind von verschiedenen Modellen her sehr, sehr ähnlich. Trotzdem ist jedes einzelne Modell für sich speziell. Wir haben aber das große Glück, dass wir da bei Ford halt eben mit einem Hersteller zusammenarbeiten, wo wir auch mit Online-Schulungen speziell und gut auf die Besonderheiten und Neuheiten gerade von neuen Modellen getrimmt und geschult werden. Und der Rest macht dann die Erfahrung, die wir in der Werkstatt seit vielen Jahren mitbringen. Ja, es gibt unglaublich viele Bühnen und Plätze. Es könnten noch mehr sein, oder? Ja, es könnten noch viel, viel mehr sein. Ich bin mir auch sicher, wenn ich noch Platz für 3, 4 Hebebühnen hätte, könnte ich auch noch ganz easy 3, 4 Kfz-Mechatroniker einstellen. Bei uns ist jeder Platz, der in den 3 Werkstatthallen zur Verfügung steht, mit einem Arbeitsplatz versehen. Jeder Werkstattmitarbeiter hat seinen eigenen Arbeitsplatz, seine eigene Hebebühne, richtet sich den auch dann immer so ein Stück weit individuell ein. Und das ist auch wichtig, dass jeder so ein Stück weit genau weiß, wo er zu Hause ist. Ja, da steht ja der Focus. Das ist natürlich im Saarland ein ganz besonderes Fahrzeug. Man ist stolz auf den Focus, oder? Ja, Focus, also ich bin ein Riesenfan von dem aktuellen Modell. Ich bin der Meinung, dass das der coolste und geilste Focus ist, den Ford jemals gebaut hat. Ganz, ganz, ganz tolles Auto, und ich fahre selbst momentan auch als Dienstwagen und muss sagen, ich bin von dem Auto total begeistert. Viele Autowerkstätten haben eine Waschanlage, ihr habt gleich 2, aber das Besondere bei den Waschanlagen ist, die haben eine spezielle Wasseraufbereitung, das heißt, das Wasser wird wiederverwendet. Genau,
Wir haben diese Waschanlagen vor 2 Jahren bauen lassen, ganz neu. Und es war uns dann wichtig, auch wegen der Nähe zur Saar, hier auch was das Thema Umwelt und Umweltschutz angeht, einen Akzent zu setzen. Das heißt, die Waschanlagen werden betrieben mit einer aufwendigen Wasseraufbereitungsanlage. Das spart nicht nur Kosten, weil so eine Anlage muss natürlich auch angeschafft werden, sondern ist in jedem Fall ein Riesending, was Umweltschutz angeht, weil das ganze Brauchwasser aufbereitet und wiederverwendet wird. Bei 40 bis 60 Werkstattdurchläufen pro Tag sind wir natürlich auch an der Stelle, dass es so gut uns möglich ist, die Fahrzeuge, die durch die Werkstatt gehen, auch durch die Waschanlagen laufen lassen. Und was das Thema Neuwagen- und Gebrauchtwagenaufbereitung angeht, da ist natürlich auch eine Waschanlage unabdingbar. Ja klar, das Thema Pollenflug war ja in diesem Jahr extrem. Richtig, das ist immer ein Thema. Und nochmal, das geht einfach darum, dass man auch dem Kunden einen gewissen Standard bieten will, der auch unser Anspruch ist. Und da gehört eigentlich eine saubere Übergabe an den Kunden einfach dazu. Ganz großes Thema ist das Thema Wassereintritt. Ja, das kennt man nämlich hinten drin. Ich hatte mal ein Fahrzeug, da hat es geregnet, da waren hinten die Lampen undicht. Da war eine Dichtung, da hat es dann reingeregnet und dann sucht man den Fehler. Da muss man immer warten, bis es mal regnet. Nee, muss man Gott sei Dank nicht. Also wir haben uns da auch mit dem Thema ein bisschen tiefer beschäftigt. Grundsätzlich muss man sagen, dass Regenwasser viel weicher als Leitungswasser ist. Das heißt, wenn ich ein Fahrzeug beriesele mit Leitungswasser, kann es unter Umständen sein, dass ich einen vorhandenen Wassereintritt gar nicht feststellen kann. Wir haben hier eine von uns selbst bauen oder entwickelte oder bauen lassende Anlage, die mit einer Regenzisterne arbeitet, die im Boden eingelassen ist. Das heißt, wir fangen Regenwasser auf und berieseln die Fahrzeuge dann über die eingelassenen Duschen in dieser Anlage mit Regenwasser, so dass wir auch hier wieder das Thema Umweltschutz und Wassersparen angeht, eine Duftmarke setzen und es uns auch wichtig ist, von der Technik her mit berieseltem Regenwasser einen Wassereintritt wesentlich effizienter feststellen zu können als mit normalem Leitungswasser. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn er dann reinschreibt in die Google-Bewertung, ich war schon 4-mal da, immer wenn es regnet, ist mein Auto nass, die finden den Fehler nicht. Richtig. Das ist auch oftmals ganz schwierig, weil bei einem Wassereintritt im Auto kann es sein, dass es oben links reinläuft und hinten rechts rausläuft. Was Wasser in so einem Fahrzeug für Wege geht, ist manchmal unbeschreiblich. Das ist ein ganz heißes Thema und auch oft ganz schwierig zu lokalisieren und zu beseitigen. Das sind so die kleinen Sachen im Leben, die dann die Leute dazu bringen, bei euch zu bleiben. Genau, und die das Leben lebenswert machen. Ihr habt unglaublich investiert. Ja, Platz ist hier an der Saar natürlich eng. Man kann nicht in die Saar reinbauen. Deswegen habt ihr jetzt sogar eine Tiefgarage bzw. ein ganz großes Parkhaus. Genau. Wir haben irgendwann das Thema Platz ist bei uns immer schon ein Thema gewesen. Und wir haben jetzt uns dazu entschlossen, ein hauseigenes Parkhaus zu bauen über 2 Etagen. Das Parkhaus ist so konzipiert, dass auch jederzeit weitere Etagen aufgestockt werden können. Und dieses Parkhaus macht uns natürlich auf der Fläche, die es hat, es möglich, die Fläche doppelt zu nutzen. Einmal unten, einmal oben. Ja, vorne steht VKKA1, das könnte ein Mietwagen von euch sein? Das ist ein Dienstwagen von einem Mitarbeiter von uns. Ja, das ist auf jeden Fall ein auf Autohaus-Punkt zugelassenes Fahrzeug. Ja, aber so könnte auch ein Mietwagen aussehen. Das heißt, ihr habt unglaublich viele Mietwagen, wenn ein Kunde ein Unfallersatzfahrzeug haben möchte oder hat im Service irgendein Fahrzeug, die Leute, die fragen danach, oder? Richtig, Thema Mobilität ist heute ein ganz großes Thema. Fast jeder Kunde hat heute den Anspruch, wenn sein Fahrzeug bei uns im Service ist, mobil gehalten zu werden. Wir haben zurzeit 47 zugelassene Leihwägen. 47 zugelassene Leihwägen, die jeden Tag an unsere Kunden rausgehen. Das sind bei Garantiereparaturen auch grundsätzlich kostenlose Leihwägen für die Kunden, weil es doch ganz einfach unser Anspruch ist, den Kunden auch von uns aus mobil zu halten. Das ist ein Service, den wir gerne bieten. Und teuer, oder? Sowas 47 Autos mal eben? Ja, 47 Autos kaufen, unterhalten, kostet schon ein paar Euro, richtig. Schäden, das heißt, da passiert auch schon mal was, ja, so ein kleines bisschen. Aber der Vorteil ist natürlich, man kann den Kunden natürlich auch mal Autos so mal mitgeben, wo man denkt, der soll den ruhig mal Probe fahren, oder? Genau, wäre nicht der erste Kunde, der nach der Nutzung eines Leihwagens oder eines Service-Leihwagens die Situation beim Schopf ergreift und sich dann anschließend ein Fahrzeug kauft bei uns. Er könnte sogar das Fahrzeug haben, theoretisch, oder? Theoretisch könnte er sogar den benutzten Mietwagen kaufen, richtig. Ja, er schaut ganz bedeutungsschwanger auf dieses Reifenhotel, hat er zu mir gesagt. Es sieht gar nicht so groß aus, aber
ihr habt unglaublich viele Sätze Räder gelagert. Das heißt, wenn Kunden zum Beispiel Winterräder kriegen, die können die ja abgeben im Sommer. Genau, also die Kunden haben bei uns die Möglichkeit, über den Winter ihre Sommer oder über den Sommer ihre Winterräder bei uns einzulagern. Wir haben ein hauseigenes Räderhotel, wie man hier sieht. Da liegen schon einige Sätze drin. Leider reicht die Kapazität hier nicht aus, um alle Kunden zu bedienen. Deswegen arbeiten wir noch mit einem externen Dienstleister zusammen. Insgesamt haben wir Stand heute 2525 Satz Kundenräder eingelagert. Ja, es gibt nichts Schlimmeres. Warte mal, ich komme mal kurz zu dir, ob man dich sehen kann gegen das Licht. Ja, es geht. Gibt nichts Schlimmeres. Ich komme zum Reifenwechseltermin und der Satz Reifen wird nicht gefunden. Habe ich selber schon erlebt, jetzt nicht bei euch. Das soll es geben. Bei uns gibt es das vielleicht auch mal. Ist nicht die Regel. Also ich wundere mich auch immer, wie meine Jungs im Lager, die das Ganze handeln, wie die das organisieren und wie die das hinkriegen, dass die 2500 Satz Räder zum Einlagen gehandelt kriegen und dann kundengerecht zum Kundentermin auch immer den nötigen oder den richtigen Radsatz dann auch hier im Haus haben. Ganz spannend wird das, wenn wir unsere Räder Samstage machen, von denen wir 2 im Jahr haben, also jeweils 2 im Frühjahr und 2 im Winter. Und dann ist das schon ein kleines logistisches Meisterwerk, das so vorzuhalten, weil das muss dann samstags morgens flutschen. Da brauchen wir circa eine Viertelstunde bis 20 Minuten pro Radsatz, inklusive Montage und Einlagern. Und dann sind alle Jungs voll im Treiben. Dann macht es auch richtig Spaß, hier zu sein und zu sehen, wie dieses Team, wie die zusammenarbeiten, wie da Hand in Hand geschafft wird. Und das ist auch die Resonanz, die wir da immer von den Kunden kriegen. Bei der ganzen Arbeit, die wir an so einem Samstagmorgen haben, wie gut gelaunt wir das alles machen. Weil es einfach nur Formel 1, oder? Genau, weil es einfach nur Spaß macht. Ja, wichtig ist, was man sehr ernst nehmen sollte, ist, wenn sich ein ganz kleiner Absatz am Reifen bildet, ein Knubbel zum Beispiel, den ihr dann feststellt beim Einlagern. Das heißt, ihr guckt euch ja alle Reifen nochmal ganz genau an, ob die auch okay sind. Und wenn man dann einen Anruf kriegt, das sollte man sehr ernst nehmen. Ja, also bei uns werden die Reifen natürlich genau kontrolliert vorm Einlagern. Da gibt es ein festgeschriebenes Prozedere, was jeder Reifen durchläuft. Wir machen auch dann immer einige Wochen vor den Räder-Samstagen nochmal über das System in Check, lassen uns alle Kundenräder nochmal anzeigen, die unter einer bestimmten Profiltiefe Marke sind, so dass wir auch hier die Kunden nochmal anschreiben und den Kunden die Möglichkeit geben, dann für die jeweilige Saison auch perfekt gerüstet zu sein. Ganz großer Tipp sind natürlich alte Winterräder. Das ist nicht optimal, wenn man ein Winterrad hat, was schon 10 Jahre alt ist, man das gefahren hat. Ihr gebt auch dort den Kunden den Hinweis, ich glaube, das wird hart, oder das Gummi mit der Zeit? Ja, natürlich wird so ein Gummi hart. Gummi wird auch porös mit der Zeit und das gehört eigentlich zum guten Service dazu. Auch wenn ein Profil oder eine Profiltiefe noch in Ordnung ist, wenn der Reifen ein bestimmtes Alter erreicht hat, sollte man ihn in jedem Fall erneuern. Vor allen Dingen dann, wenn schon Alterserscheinungen auftreten. Es gibt nämlich sogar bei Wohnwagen die Pflicht, wenn die eine 100 km/h Zulassung haben, dürfen die Reifen nicht älter sein als X. Das heißt, der Gesetzgeber hat sich schon was dabei gedacht. Ja, tolles Reifenlager. Es sieht so klein aus, viele Reifen drin. Ja, weil Sie müssen jeden Reifen, den Sie hier sehen, stehen nochmal 3 dahinter. Nochmal 3 dahinter? Richtig. Ach so, das heißt, hier stehen immer 4 Räder hintereinander. Also jedes Rad, was Sie sehen, ist ein Radsatz. Jetzt habe ich es. Das sind nicht 4 gleiche nebeneinander, weil ich mich eben schon gewundert habe, ja, sondern dahinter stehen immer 4 Stück. Genau, also dahinter stehen 3. Sie sehen einen Reifen des Satzes und die anderen 3 stehen dahinter. Genau. Großes Thema ist Ausbildung. Hier vorne sieht man Spezialwerkzeuge von Ford. Jemand, der hier ausgebildet wurde, der weiß ganz genau, was da hier hängt, oder? Ja, vielleicht nicht jedes einzelne Teil ganz genau, aber er weiß, wie und wo er es zu finden hat. Thema Ausbildung generell wird bei uns im Hause sehr, sehr groß geschrieben. Zurzeit habe ich 9 Auszubildende im technischen Bereich. Da kommen jetzt für das Ausbildungsjahr 2020 am 1. August nochmal 3 dazu. In Saarbrücken in der Filiale wird ebenfalls ausgebildet. Und was das Thema Ausbildung angeht, kann ich mit Stolz sagen, dass wir über 1/3 der Werkstattmannschaft, die bei uns arbeitet, selbst ausgebildet haben und dass wir in der Regel auch immer von jedem Ausbildungsjahr Probanden übernehmen. Und ich kann sagen, was das Thema Ausbildung angeht, sind wir wirklich richtig gut unterwegs und auch verdammt stolz. Ich habe auch gehört, dass der Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker sehr beliebt ist, auch im privaten Umfeld. Ja,
Das ist nach wie vor so, dass der Beruf des Kfz-Mechatronikers gerade bei jungen Männern sich riesengroßer Beliebtheit erfreut. Deswegen haben wir auch normalerweise nicht das Problem, dass wir da einen Mangel an Bewerbern haben. Schwierig wird es zu selektieren. Aber auch da, ich bin happy, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und ich wünsche mir von Herzen, dass er noch lange so bleibt. Das hat auch nicht mehr so viel zu tun mit dem gleichen Ausbildungsbetrieb vor 30 Jahren. Das heißt, die Computertechnik, das Thema ist ja innen drin, jetzt kommt die Elektromobilität, es kommen lauter neue Sachen hinzu. Das heißt, man ist fast ein ganz kleiner Informatiker, oder? Als Auszubildender. Ja, ist gar nicht so falsch. Früher, also zu meiner Zeit, ich habe noch den Beruf des Kfz-Mechanikers gelernt. Nicht umsonst heißt der Beruf heute Kfz-Mechatroniker. Das heißt, die Kfz-Elektronik und die Kfz-Mechanik sind heute in einem Fahrzeug so eng miteinander verwoben, dass sie auch nicht mehr zu trennen sind. Und wenn Sie heute eine Ausbildung machen, dann sind Sie auch ganz viel mit Laptop im Auto unterwegs und vermessen Kabelstränge oder machen technische Prüfungen. Das macht aber den Beruf heute um ein Vielfaches interessanter, als er zu meiner Lehrzeit war. Jetzt sofort mal die Frage an den Profi. Da vorne steht ein Gerät. Wozu ist das da? Das da? Das rote? Rechts? Das ist ein Scheinwerfer-Einstellgerät für LED-Scheinwerfer, weil heute viele Fahrzeuge mit LED-Scheinwerfern ausgestattet sind. Und da muss man natürlich auch ein dementsprechendes Gerät haben, um die Einstellung der Scheinwerfer vernünftig kontrollieren zu können. Und hier? Das sind 2 Klimageräte für 2 verschiedene Kältemittel. Einmal für R1234YF und einmal für das Kältemittel R134A. Da sind wir natürlich für beide Kältemittel aufgestellt, dass man auch für beide Kältemittel oder Klimaanlagen, die mit verschiedenen Kältemitteln befüllt sind, auch dementsprechend Kundendienst leisten können. Okay, das heißt, wenn ich hier entsprechend die Ausbildung mache, weiß ich das später, ich kann das machen, ich kann das bedienen nach 3 Jahren? Genau, für Klimaanlage muss man zwar nochmal eine spezielle Ausbildung auch als Geselle mitnehmen oder absolvieren. Ein Sachkundenachweis muss erbracht werden, damit man an Klimaanlagen arbeiten kann. Und dann ist man auch befähigt dazu, andere zu unterweisen. Das ist noch gar nicht so alt, dieser Sachkundenachweis. Ich glaube, der Gesetzgeber, der schaut unglaublich danach, oder? Das heißt, vor 50 Jahren gab es das noch nicht? Vor 50 Jahren kann ich nicht genau sagen, das war dann vor meiner Zeit. Den Sachkundenachweis im Thema Klima gibt es aber schon viele Jahre. Ja, das ist ein spezielles Testgerät. Ja, damit kann man die Fahrzeuge testen, aber dazu gehörig gibt es auch die passenden Meister. Ihr habt jede Menge Meister hier beschäftigt, oder? Bei euch im Betrieb? Ja, wir haben insgesamt 8 Kfz-Meister. 8 Kfz-Meister bei uns im Haus beschäftigt. Der Herr Albert, unser Werkstattmeister, ist einer davon, der mit seinem Team, der hat noch 2 Kollegen, die ihm zuarbeiten, das Thema Qualitätsmanagement und Organisation der Werkstatt in der Gänze den ganzen Tag abwickelt. Und nochmal, ich habe es eben schon mal erwähnt, wir haben jeden Tag zwischen 40 und 60 Werkstattdurchläufen. Also ich kann Ihnen definitiv versichern, der Armin weiß, was er geschafft hat, wenn er oben kommt. Das ist nämlich ziemlich interessant, wenn man zum Beispiel 40, 50 Leute durchgeschleust hat und es sind nur 2 unzufrieden, und davon packt nur einer einmal Google raus, ja, und schreibt dann was Böses, ja. Das heißt, ihr habt einen ganz hohen Anspruch an euch selber, ne? Ja, den haben wir. Das ist auch gut so, oder? Ja. Okay. Das heißt, wenn das Fahrzeug rausgeht, so die Checkliste, nochmal alles zu prüfen, ist da nicht irgendwas drin liegen gelassen, wurde irgendwas vergessen, ist das Fahrzeug sauber, ist alles abgearbeitet worden. Ab und zu kommt ja mal jemand von Ford vorbei und prüft das, oder? Ja, das kommt auch vor. Und die melden sich nicht vorher an? Nein, leider nicht. Leider nicht. Und wie läuft das dann? Ja, dann kommt ein Fahrzeug, das ist dann von Ford oder von einem externen manipuliert, ja. Und wir müssen dann die Fehler finden. Ihr habt aber was vorher uns natürlich auch immer gelingt. Okay, das heißt, also ihr habt so Standardchecks, die dann auch geprüft werden, das kann auch nur das Wischwasser sein, oder? Richtig. Genau, ja. das kann im Grunde genommen alles sein. Ja. Aber das ist ja so, ihr habt selbst einen Anspruch, das so zu tun, aber die Logistik bei 40, 60 Autos am Tag und das jeden Tag, das heißt, die Leute, die hier einen Meisterberuf haben, die müssen nicht selber schrauben, die müssen im Prinzip die anderen auch kontrollieren, überwachen. Genau, also wir haben für unsere Werkstatt ein eigenes Qualitätsmanagement entwickelt. Da sitzt der Herr Albert ganz tief mit im
Boot. Wir eigene Checklisten erstellt, mit denen wir Endkontrollen machen. Da gilt grundsätzlich das 4- oder 6-Augen-Prinzip, weil 6 Augen immer mehr sehen als 2. 6-mal teilweise. Ja, 6 Augen. Das 6 heißt Augen, drei Leute. Und uns ist immer ganz wichtig, dass mindestens das kontrolliert wird, was wir gearbeitet haben. Und dann gibt es elementare Dinge wie Fahrsicherheitsdinge, also Fahrwerk, Reifen, TÜV-AU. Es gibt nichts Peinlicheres, wie wenn ein Auto wegen was auch immer in der Werkstatt ist und es fährt hier aus dem Hof und ist schon seit 3 Monaten der TÜV abgelaufen. Deswegen, das sind Dinge, die wir kontrollieren, wo wir Checklisten gemacht haben. Und der Herr Albert stellt mit seinem Team nicht nur die Qualität der geleisteten Arbeit in der Werkstatt sicher, sondern ist auch hauptverantwortlich für das Thema Qualitätsmanagement. Natürlich haben wir da noch Luft nach oben, keine Frage. Auch wir können uns immer noch verbessern. Ja gut, hier arbeiten aber auch nur Menschen, muss man sagen. Wo auch Menschen arbeiten, da kann noch mal ein Fehler passieren. Es gibt auch mal Fehler gemacht. Wichtig ist immer, wenn wir den Fehler, wenn wir den gemacht haben, erkennen, bevor der Kunde sein Auto kriegt. Dann machen wir alles richtig. Ja, das war ein ganz großer Rundgang. Wir hätten noch, glaube ich, 2 Stunden filmen können, oder? Ja, ganz bestimmt. Wenn es darum geht, die Firma Bunk vorzustellen, dann reichen 2 Stunden in der Regel nicht aus. Das heißt, es ist jedes Mal was Neues, es wird einem hier nicht langweilig. Nee, langweilig wird es hier definitiv nicht. Es kommen jeden Tag neue Herausforderungen und Aufgaben auf uns zu. Und das große Plus, was wir ja haben, hier im Autohaus arbeiten 120 Mann. Wir sind so ein geiles Team. Teamwork und Miteinander wird bei uns auch ganz, ganz groß geschrieben. Und das ist auch das, was mir hier im Haus so einen Riesenspaß macht. Dass es nicht nur auf mich ankommt, sondern dass so viele kompetente Leute neben mir und hinter mir stehen, die es einfach leicht machen, einen richtig guten Job abzuliefern. 50 Jahre Autohaus Bunk, das ist der Grund, warum ich diesen Film drehe. Wenn Sie jetzt die Chance hätten, sich zu bedanken bei den ganzen Kunden, die da sind, was würden Sie sagen? Ich würde sagen, dass ich mich riesig freue und es mich mit Stolz erfüllt, dass so viele Kunden uns jeden Tag das Vertrauen schenken, dass so viele Kunden über die Jahre uns treu geblieben sind. Das macht mich deswegen stolz, weil das mir zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir auch ein bisschen was richtig machen. Ich bin auch froh, dass es heute immer noch Kunden gibt, die auch ehrlich ansprechen, wenn mal was nicht geklappt oder nicht gepasst hat, weil nur wenn wir auf irgendwelche Dinge, die noch nicht so perfekt sind, hingewiesen werden, dann wissen wir auch, wo wir Potenzial haben, uns zu verbessern. Und verbessern wollen wir uns eigentlich immer und da arbeiten wir auch jeden Tag ganz akribisch dran. Horst Kremer, Serviceleiter stellvertretend für 110 Mitarbeiter bei der Firma Bunk. Ja, nicht nur Autos verkaufen ist wichtig, sondern auch der Service, oder? Genau. Das erste Auto verkauft der Verkäufer, das zweite Auto verkauft der Service. Und wenn man das mal irgendwann verstanden hat, dann weiß man auch, wie wichtig der Job im Service ist. Und wichtig ist das Miteinander und auch die Abteilungen Verkauf und Service müssen homogen miteinander arbeiten, funktionieren und das ist bei uns im Haus definitiv gegeben.